Hi! Herzlich willkommen zu unserer Roomtour! Genau, endlich ist soweit. Nach 1,5 Jahren Bauzeit haben wir es endlich geschafft. Oh Leute, wir sind so glücklich, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Es war echt viel Arbeit, aber es freut uns mega. Ja. Und heute schauen wir mal, dass wir ein bisschen durchs Wohnmobil gehen. Oh! Ah, wer kommt denn da? Da haben wir den Gottel. Oh, der ist flott unterwegs. Komm, wir gehen mal kurz rüber. Jo. Servus Gottel. Jetzt grüezi, wie Geil, geht's dass euch? ihr es auch geschafft habt. Gottel! Hi, Haben wir die Ehre! Mega. Christian, jetzt. Geiles Bike, ne? Ja, okay, das ist ein richtig geile Tags, habe Hier ich mir kommt- sagen lassen. Der Fahrtwind ist super, gerade bei dem Wetter ist es einmal frei, wenn du ein bisschen frische Luft kriegst, das ist super, ja. Ja, ein bisschen Aber ich freue mich jetzt hier zu sein. Ja, du machst heute ein bisschen den Moderator. Ah ja, natürlich, ja. Moderator, wie auch immer. Der Moderator, ja, Ja. super, ja, das war schon immer, das mache ich gern, das passt. Also, dann sehen wir uns nach dem Intro. Bum, bum, jiggity check, sag bum, bum, jiggity check, ja, es ist der Rhythmus meines Lebens. Ja, servus, grüßt euch, jetzt sind wir hier nach dem Intro. Ihr seht ja den Christian nicht, nein, weil der steht hinter der Kamera, aber ihr seht die Ascha. Und ich habe es mir jetzt mal überlegt, Ascha, was ist das für eine Maschine hier? Was kannst du mir mal ein bisschen sagen? Oder den Leuten draußen? Genau, Gottel, wir sind Schwabe. Und was macht Schwabe? Sparer, Na, das auch, aber wir fahren einen Daimler. ein Daimler, ja. Mercedes-Benz. Ist das ein Benz, ein Daimler-Benz? Das ja? ist ein Daimler, gut, genau. ja. 813 und 130 PS. 130 PS hat das Ding. Und fährt 130 PS? wie Ja, was ein das? Was hat die Höchstgeschwindigkeit? Orgel. 250? Ja. 300? Ja, Ja? also ja, Nein. wenn er gut drauf ist, doch, das schafft er. Aber wenn wir Rückenwind, bisschen, Berg runter, 90. Ah, 90 ist auch gut, ja, besser wie laufen oder nicht. Ja, aber läuft wie ein Orgel. So, meine Freunde, jetzt habe ich die Kamera hier und jetzt müsst ihr laufen, oder? Läuft das Ding? Also, Ja, läuft. alles ist grün, das läuft. So. Jetzt hat der Gottel hier die Vlog-Sachen am Start, jetzt läuft das auch. Ja, wir sind jetzt auf der Fahrerseite vom Auto. Auf der Seite hier befindet sich unser Ersatztank für Diesel und so. Damit wir auch ein paar Kilometer schaffen. Weil ja, mit Ja, dem einen. wie viel Kilometer schaffst du jetzt mit dem Ersatztank und mit dem Tank, was du so hast? Ja, mit dem normalen, der ist ein bisschen klein, der hat nur 80 Liter. Da schaffen wir nur so 300-400 Kilometer, 400, je nachdem, wo du bist. Okay, ja, ist Und jetzt auch mit dem Zusatztank kommen wir auf über 1000 Kilometer. Ja. Also, Das musst du erst mal schaffen, das oder? ist schon geiler dann. Also Ja, deutlich mehr Kilometer. Was haben wir denn für Werte? Was schluckt der so auf 100 Kilometer oder auf? Zuletzt jetzt in Spanien durch die Berge und so haben wir zwischen 18 und 20 braucht. Da Oh, war er das- aber auch noch schwerer, wie er jetzt ist. Ja, und wir hatten auch einen Anhänger. und wir hatten noch den Anhänger und jetzt hoffen wir eigentlich, dass wir irgendwo zwischen 16 und 18. Das wär echt super. Ja. Dann, Ja, gut. dann wäre es schon sparsam. Ne? Das wäre doch fantastisch. Ja. Ich meine, 10 Liter sind auch sparsam, aber wenn du es nicht schaffst, hast du halt 18, gell? das so passt ist, auch. ja. Schön fahren ist zu Hause. Ah, ja, super, ja. Was schauen wir uns als nächstes an? Wir haben hier unten noch die Werkzeugkiste. Oh, Das ist warte, ich eigentlich zeig's alles- das mal so geschwind aus der Perspektive vom Zuschauer hier, ja. Ist auch einbruchsicher, weil es schwer aufgeht. Ja, hier drin haben wir einfach so Keile, Ersatzöl, Ersatzbenzin fürs Moped, Wagenheber und ja. Einfach, Also ein einfach praktisches das was Stauraum, man ja, ja. Stauraum, wo man halt so braucht für Sachen, die schnell greifbar sein müssen. So wenn man parkt, irgendwo am Berg oder so, Keile drunter, ist auch immer wichtig. Aber ich denke sowieso, wenn es in so einem kleinen, jetzt haben wir es hier ein bisschen Ja, wir sind auf dem Flugzeug am Start, Flugplatz. ja. Ja, ist ein bisschen Lärm. Aber was ich sagen wollte, ist, Den tut man es nicht. wenn man sein Haus, ich sag jetzt mal, ja, auf so ein Wohnmobil begrenzt, ja, da brauchst halt auch einen Platz und Stauraum, was du so kriegen kannst. Stauraum brauchst du ohne Ende. Ja, denke ich mir, ja. Das haben wir. Ja. Also da sind wir echt gesegnet. Das Limit ist eher das Gewicht, Ja. nicht der Stauraum. Aber das Gewicht, ja, was darfst du denn da haben? Das 7,5 Tonnen darf ich dann. 7,49. 7,49 Tonnen. Und Ah, das ist stattlich, oder? ja, die kriegst du auch ungefähr 7,2 haben wir so Reisegewicht. Dann hast du noch ein bisschen Wasser und so. Und Ah ja, das ist doch schon mal eine Hausnummer, ja. Super. schon mal nicht schlecht. Hier hinten haben wir unseren Tank drin von der Dusche. Moment, ich zeig's wieder aus der Perspektive vom Zuschauer. So, das ist der Gottel, ein bisschen Kameramann.
Das kann er ja auch. Ah ja, war okay. Ne, hier haben wir unser Abwasser von der Dusche. Das sind jetzt im Moment mal 40 Liter, damit kommen wir eigentlich auch echt schon ein paar Tage hin. Ne? Aber ja, größer kann immer sein, aber ja. Wir haben das alles aufgeteilt. Also wir haben nur das Abwasser von der Dusche hier und sonst keine Abwässer hier. Also das ist alles getrennt. Vom Zähneputzen ist was anderes wie vom Spülbecken und hier von der Dusche ist auch extra. Ja. Viel mehr gibt es auch nicht in der Box. Ne? Es hat halt die Box hergegeben und das haben wir genutzt, was da in den Tank reinkommt. Hier hinter der Klappe. Unterhaltet euch mal kurz, ich hole den Schlüssel. Werbepause. So, jetzt. Hast du den Schlüssel gefunden? Da liegt der Schlüssel. Und das Aufschließen dauert genauso lang wie Suchen. Und was haben wir dahinter? Gar nichts. Ja, das ganze Spektakel für nichts. Nein, hier ist die Heizung von unserer Abluft. Die Abluft von unserer Heizung, so rum. Weil wenn wir mal keinen Strom haben sollten, können wir warm Wasser mit der Heizung machen. Das ist die Innenisolierung vom Auto, Styrodur, kennt ihr ja schon. Aber falls wir mal keinen Strom haben sollten für den Boiler, Was nicht der Fall sein was sollte. nicht der Fall sein sollte, aber passieren kann, dann können wir alle Lüftungskanäle drin zumachen und mit der Dieselheizung warmes Wasser machen, dann kommt hier die warme Luft raus. Ja gut, jetzt ist ja so, du bist vorher mit dem schönen Moped angekreist, Ah ja. aber es ist leider nicht deins. Ne? Nein, ist nicht meins. Ich hab's mir ausgeliehen. Ja, man denkt, das passt so gut, der Beruf auf dem Moped, aber ne, das Moped, das gehört hier rein. Und Das zwar- ist da drin, das Moped. Das ist da drin. Okay. Und zwar haben wir das alles so gebaut, dass wir hier hinten drinnen, also unser Auto zumachen können und dann ist hier nachher alles hinten drin verstaut. Das ist ja Miniaturgaragen, was ihr hier seht, ja? Ja. Dass da alles reinpasst, das ist ja fantastisch. Wir nennen es auch Garage. Es war die Überlegung, mal hier das Bett hier hinten hin machen, damit man Türen auf und rausschauen, wäre auch geil. Aber wir haben einfach gesagt, wir wollen das Auto zumachen können und alles drinnen. Nicht irgendwelche Oh ja. Sachen dran, oder? Weil die Leute fingern dran rum. Ich denke, das ist Ja. verständlich, oder? Ja, das ist. Es wird dreckig, wenn es draußen ist und so machst du es rein und fertig. Und was hast du da oben? Was ist das alles da? Da oben ist unsere ganze Elektrik verbaut, also großräumig. Einfach damit viel Luft hinkommt und damit es nicht so heiß wird. Und wenn mal was ist, dann kann man gut dran schrauben und alles. Also absolut. Ah, das ist einfach. der Wahnsinn, wie es da alles reinpasst in das kleines Containerle da, weißt du, eine ganze Wohnung mit Strom, Wasser hast, alles. Ja, von außen sieht man es nicht, aber drinnen. Wahnsinn. Und hier haben wir halt so unsere ganzen Werkzeuge. Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, Nussenkasten, das, was man halt so braucht. Vorsicht, Tür. Dran rumbastelt. Ja. Ja. Die kann man auch festmachen, die Tür, dann passiert nichts. Hier. Das ist Multikulti, das ist fantastisch. Hier unten drin ist das Herzstück, also hinter dem Tank ist das Herzstück, das sind unsere Lithium-Akkus, damit wir immer Strom haben. Das sind 200 Ampere-Stunden. Strom ist wichtig, ja, das Ja. brauchst. Und damit können wir alles Boiler betreiben, Lichter aufladen, was auch immer. Also für uns absolut ausreichend, 200 Ampere. Das ist schon Locker. Zwei richtig große Batterien sind da drin, das ist. Ja, und Ich wenn kenne es mir nicht aus, aber ich denke, das ist gut. ja, mehr ist immer besser, aber es reicht eigentlich, oder? Und hier ist halt unsere Entleerung von der Trockentoilette. Also wenn Und das du- ist das Scheißhaus, gell? Das ist das Scheißhaus, ja. Aber wir müssen es nicht innen durch den Raum tragen, wir können es einfach von hier außen. Wenn ich jetzt den Eimer raushol, erwartet mich eine böse Überraschung oder ist der noch leer? Warte. Oh, ist leer, ist Nein, leer, ist leer. ist nichts drin. Ja. Ja. Ne, ist auch ganz frisch, damit du nachher, wenn du da. Aber ich Aufs Klo denke, soll- nachher einen Stinker geschwind machen, das tue ich schon. Ja? Das Wenn- muss man auch mal Wenn testen. du Gell? einmal voll kriegst, mit einmal kriegst du einen Preis. Und was macht's jetzt, wenn da einer sein Geschäft macht, ja? Ja. Und das fliegt da rein? Was machst du jetzt damit? Ja, dann machen wir Sägespäne drauf, Kaffeesatz, Erde. Und dann Was kannst auch du das. Und das Drin kannst du dann lassen, entsorgen. Ja. Also Okay, gut. kannst du einmal nicht voll machen, aber bis zu einem gewissen Punkt kannst du das einfach dann Das finde ich aber biologisch abbaubar. könnte Ja, man aber sagen, die oder? Beutel, die sind extra biologisch abbaubar und alles. Und hier an der Seite ist unser Lüfter, der zieht uns die Abluft raus, die ganze feuchte Luft und alles. Jetzt musst du aufpassen, ja. Wenn da einer sitzt ja, und der macht einen Furz, der macht das und dann ist der raus. Ja, Und der bleibt da gar nicht Und drin. wenn du außen vorbeiläufst, hast du Pech gehabt. Und
Christian, du musst immer ein bisschen das Mikrofon reinreden, dass der Also. Zuschauer das auch hören. Ja. Gottel fragt sich bestimmt, wie wir jetzt das Moped da hinten in die Garage kriegen. Das habe ich mir wirklich schon gefragt. Und zwar seit ich da angekommen bin, da habe ich mir gedacht, also ich muss ja ganz ehrlich sein, ein bisschen hat sich Christian ja schon gesagt, ja, wo das alles reinkommt. Aber ich habe mir jetzt schon die Frage gestellt, wie kriegt jetzt der Christian das da hoch? Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal miteinander. Müssen wir das jetzt lupfen, ja? Nein, wir haben ein bisschen technisch vorgesorgt. Okay. Ich würde sagen, ich positioniere das mal und dann kriegst du den wertvollen Job des Bedieners. Oh, das ist super, das mache ich gerne, ja. Gell? Also man muss es einfach nur dahinter ganz genau hinparken. Und das Schöne ist, deswegen haben wir auch DAX ausgesucht. Du kannst bei der DAX nämlich die Lenker einklappen. Und dann siehst du auch, ja, Hat das schon her? Das ja, das geht auch, gut, es gibt noch von Yamaha welche, aber bei der DAX geht es halt einwandfrei. Und so hast du dann ein richtig kompaktes Moped. Geil, oder? Ah, jetzt ist das- Das sagt er nichts mehr. Nein, ich bin gerade, ich muss jetzt erstmal verarbeiten. Das ist. Geht's mir einen Moment, ich sag gleich was. Ja. Also dann haben wir da so einen Schlupf. Der Schlupf, der kommt da unten durch. Dann klappt man die Fußraste noch hoch, dass wir nur uns streifen. Dann hängen wir den Karabiner da noch ein. So Gottel, und jetzt kriegst du. Ja, hast du eine Fernbedienung? Na logisch. Ja, ihr habt eine Fernbedienung, ja, das ist ja eine Seilwinde hat's da dran und jetzt kann man es hochziehen. Und der Gottel darf drücken, ja? Ja, jetzt ist sie schon eingeschaltet. Jetzt Jawohl. holt's, ja. Und jetzt drückst du einfach auf In. Auf ihn. Jawohl. Für ihn, wie hoch. ja. Für rein. So. Und ab. Ab. Gut. Bisschen auf. Gut. Fertig. Ja, fantastisch. Habt ihr das gesehen mit der Seilwinden? Ganz ohne Oh, Rückenschmerzen. das ist so. Und da leuchtet ja, da ist die Fernbedienung an und jetzt ist sie aus. Das ist toll. Toll, oder? Ah, das hat mir gefallen jetzt. Du brauchst halt 3 Hände. Ja. Und jetzt habe ich schon gedacht, du gehst daher, ja, und mit der ganzen Muskelkraft, ja, Ja, zack, nein, und nein. stellst es dann ein. Ne? Nee. Und jetzt ist gut. Türe zu. Fertig. Schaut euch das an, wie das alles schön passt da drin, ja. Das ist ja fast wie so, wenn der Picasso ja ein Gemälde macht und das passt einfach. Das Wichtigste, was man natürlich noch braucht, das haben wir hier. Und das ist wunderbar eine Außendusche. Hä? Mit? Warte mal. Kalt. Da kommt das Wasser raus. Hier, ja. Weil wenn du irgendwo bist, am Strand oder so, und es ist schön warm, dann willst du ja draußen duschen, oder? Oh ja klar, ist ja Aber verständlich. Gottel, das Geile Abspüler. ist, das zeige ich dir jetzt auch, das hat nämlich noch eine zweite Funktion. Und zwar, wenn du mal hier rumkommst, komm, beweg dich. Halt. Da kann man die Tür hier ganz aufmachen. Und dann haben wir hier einfach unsere Außenküche. Oh, Und dann das- habe ich hier sogar Wasser in meiner Außenküche. Da kann man hier schön sitzen, hier kann man kochen, kann abspülen, Gemüse waschen. Ah, das ist toll, können wir dann nachher was kochen? Wir kochen nachher was, klar. Das ist von der Telekom, muss ein bisschen ums Eck rum. Das ist die Antenne hier. Da haben wir überlegt, ob wir sie rausmachen, wegen Platz und auch wegen dem Loch im Dach und allem. Aber das ist, die Antenne kannst du jetzt von der Dachkante nochmal 8 Meter ausfahren. Also wenn du mal Internet, WLAN von weiter weg empfangen willst, fährst du das 8 Meter aus, dann hast du 11 Meter Antennenhöhe. Wunderbar, kriegst alle Signale rein, wenn es welche gibt. Ah, ich würde sagen, du hast dann alles doch, glaube ich. Standard. Ne, das war schon drin, da habe ich nicht dran gedacht. Ich Ja, habe es aber nur nicht dann hast du auf jeden Fall ausgebaut. gut genutzt. Ja. 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 Nö, das ist zur Garage. Wir haben hier halt noch Steckdosen und so, klar, das ist zum Akkus laden oder so. Sonst gibt es hier hinten nichts mehr. Ja super, dann schauen wir weiter. Schauen wir weiter. Du Christian, wo hast du denn eigentlich das Bier, was du mir vorher versprochen hast? Das Bier? Das kalte Bier, das Das kalte Bier, ach so, ja. Ah, da kommen wir zu dem essentiellen Teil von dem Wohnmobil, natürlich. Da geht schon wieder Türle auf. Das ist ja wie so ein Adventskalender. Ja, 24 haben wir nicht, aber 4 fehlen nicht. Ja, sauber. Nein, wir haben vorübergehend eine Kühlbox drin, weil der Kühlschrank gerade ausgeschaltet ist. Aber du kannst gerne mal in der Kühlbox. Das mache ich, ja, warte mal Ja. geschwind. Oh, das ist ein Sprudel, ja, Hanne, wo ist das Bier? Oh, da bin ich, Ja, bin ich, ja, jetzt bin ja. ich, da bin ich. Ja, haben wir das Bier für den Christian und mich. Und was drin da schon? Also muss fahren.
Da ist er fährt. Dann brauche ich ja noch einen Fahrer. Ah gut, dann Die können wir Arme. zwei auch was trinken, gell? Ja, hast du Das ist noch? gut. So, Ja. Jawohl. Steinbier, Ah, sauber. das ist meins. Ja. Wenn wir das jetzt nicht geschafft hätten, Zum Wohl. zum Wohl. Aber jetzt lassen wir die Zuschauer nicht warten. Wie geht's jetzt weiter? Außenstaufach, also hier haben wir halt alles drin, da die Stühle, Tische und so. Im Moment die Kühlbox. Und hier ist auch unser Anschluss zum Betanke von der Wassertanks. Also ich stöpsel hier an und dann kann ich darüber meine Tanks füllen. Ah, und wo die Tanks sind, zeigst du uns gleich, Das oder? kommt später, ja. Okay, gut. Aber hier ist halt die Betankung, weil so hat man schön im Auto und außen keine Löcher. Und Und da musst du auch keinen Schlauch reinlegen oder so. Nein, du machst da auf, holst den Schlauch raus, stöpselst den an und dann geht es schon los. Ja. ja. Und jetzt kommt hier dann noch ein Wasserfilter dazwischen und dann ist alles schick. Das ist ja übrigens auch eine Idee für eine eigene Zapfanlage da drin. Gell? Dann kommt auch so ein Schlauch das und wär dann ganz zapfen. nobel. Oder hinten in der Garage. Oh, das wäre auch sauber. Genau neben dem Grill. So, Jungs. Ja, Gottel, der Shoppe. Hat der Shopper, der war gut, das ist ja leider leer. Ja. Aber wo machst du denn das jetzt hin, wenn das Bier leer ist? Komm, ich zeig dir. Ja, dann komm ich mit. Da haben sie früher die Schneekette drin gelagert. Und blöderweise ist die Box deswegen durchgerostet. Aber wir haben gesagt, was machen wir damit? Wir machen da unser Müllfach rein. Jetzt kannst du dein Fläschchen da rein schmeißen. Seht ihr das? Aber wir trinken hauptsächlich Wasser, sieht man. Rein, zu. Echt? Fantastisch. Ja, Müll ist Der draußen. Adventskalender hat für alles eine Türle. Für Ja. alles, was du brauchst, hat das eine Türle. Ja, das du ist so. musst halt den Müll weg. Ja. Weil wenn die Das ist Viecher gut. rein und alles. Nein, das ist nichts. Nee, das kannst du nicht machen. Und das wollten wir auch. Das sauber. ist nicht im Wohnmobil. Ist Ja. nicht draußen. Wir haben es jetzt alles, wir haben es die ganzen Türle durch. Aber Drei eine haben wir Türle nicht. fehlt noch. Eins fehlt noch. Ja. Eins fehlt noch. Ja, dann schauen wir uns das mal an. So, Jetzt ist es offen. hier haben wir unser Gasfach. Da passen 2 5 Kilo Flaschen rein oder ich habe mich jetzt auch informiert, nach langem Hin und Her, passen auch 2 11 Pfund amerikanische Gasflaschen, passen auch da rein. Können wir anschließen, fertig. Mit 5 Kilo Gas kochen wir ungefähr 3 Monate. Hier daneben ist unser Abwasser von der Küche Moment mal, ich tue es jetzt mal schön tauschen. in die In Zuschauerperspektive. die Gottel-Ich-Perspektive, ja. Ne, hier nebendran ist unser Abwasser von der Küche, sind 20 Liter. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das seht, weil das ist ein bisschen im Schatten. Komm mal aber ein ich bisschen probier's näher. mal. Ja. Hier der Kanister. 20 Liter reicht normalerweise für 1,5–2 Tage mit dem Abwasser und der Grund war, weil das Küchenabwasser immer am meisten riecht mit dem Fett und mit dem Zeug vom Abspülen, haben wir gesagt, das wollen wir dann täglich leeren. Ich schneide es aufs Moped, fahr los, entsorg's, fertig. Und für die Notfälle haben wir noch aus Spanien solche Wasserflaschen, die können wir drunter stellen, falls es mal 3, 4, 5 Tage geht. Nehmen wir die noch dazu. Und das reicht für uns locker abwassertechnisch von der Küche. Ja, sauber. Ja, Also hier der neben- Gottel findet das gut, ja. Ja, gut. Gut. Hier nebendran ist noch die Druckluft-Dings da von der Tür. Haben wir auch eine Aufnahme noch geschehen? Ja, benutzen wir eigentlich so nicht mehr, die Drucklufttür. Wir tun sie immer manuell benutzen. gut. Aber schön, wenn es drin ist. Rausbauen wollten wir es nicht. Ah, du, ja, ist immer nice to have. Und ob du das benutzt oder nicht, das ist ja Ja. was. Das spielt keine Rolle. Ja, ich würde sagen, wir gehen noch in den Innenraum. Aber warte, Christian, du hast fast das Wichtigste vergessen. Echt? Was habe ich vergessen? Ein Türchen haben wir noch. Ah, noch ein Türchen. Ein Türchen haben wir noch. Dann geht's weiter jetzt im Adventskalender. Auf geht's! Ah, okay. Ui. Das ist 2 Türchen in ein Türchen. Ja, und das ist ein Bonus. Ja. Also das ist das i-Tüpfelchen. War nicht so geplant, aber wir dachten, Also ich glaube, das ist ein Türchen, wo der Ascher gefällt, oder? Kann das sein? nicht nur der Ascher. Nee, war uns wichtig einfach. Wir haben hier so einen kleinen Holzkasten eingebaut. Das ist praktisch die andere Seite vom Dieselzusatztank. Warte, Christian, mach auf, ja. Geht zu schwer. Und hier haben wir halt, Da leckt's mir am Arsch! Was haben wir denn da? ja, wir haben noch ein bisschen Platz drin. Aber da wir Das ist ein eigenes Schuhregal, wenn man so will, ein eigenes Schuhgeschäft, ja? ja. Also wir haben gedacht, wenn wir nichts mehr finden zum Geld verdienen, dann machen wir hier so einen Schuhladen rein. Ah, das ist die beste Idee, was ich kenne, ja. Nee, ist noch Platz drin. Also wir haben da auch andere Sachen zum Teil drin. Genau, aber Aber- wir dachten, wenn man sich den Jetzt Luxus Ascher, schon gönnen zeig uns kann- mal, wie gefällt uns das? Wie gefällt uns das? so. Jawohl!
Nein, du willst die Schuhe ja nicht immer im Innenraum haben. Na, das Gottel, ist da ich die kenn's ganze- von deinen Schuhen. Also, Die sticken wie die Hölle, ja, die will ich auch gerne da. ah, ja. Am besten einbuddeln, ja. Ja. Genau. Ja, und dann hast du das draußen und fertig. Ja. Wir haben drin noch ein kleines Schuhregal für die alltäglichen Schuhe, aber Ja. die meisten Schuhe haben wir draußen und es macht Schatten. Ah, das ist genial. Leute, habt ihr das Schuhregal gesehen, ja? Da fällt's mir nichts mehr an. Da haut's mir. Passt schon? Passt. Das passt. Also wie vorhin gesagt, Platz ist wichtig. Wenn du sowas machst und wenn du deine Wohnung auflöst und so auswandern willst mit allem drum und dran, dann ist es ganz wichtig, du brauchst Platz ohne Ende. Und das haben wir. Und das haben sie ja. Und wenn das so die haben sie. Sonne ballert, brauchst du Schatten. Ganz wichtig. Und der Schatten ist auch wichtig. Ihr seht beim Christian, da laufen die Schweißperlen. Ja. Bei mir seht ihr es so nicht. Ihr denkt jetzt, ich bin eine saukoole Socke, aber das stimmt nicht. Ich hasse die Wollmütze auf, die saugt das alles. Ja. Und ich konnte jetzt schon sagen, die wiegt jetzt schon 10 Kilo. Ja. Ja. Dann gehen wir jetzt in den Innenraum. Jo. Ja, das war Türchen Nummer. Jo, dann. letztes. So, das war der erste Teil von der Roomtour. Nächste Woche geht es weiter mit dem Innenraum und der Dachterrasse. Also schaltet auf jeden Fall wieder ein, dass ihr seht, wie wir das umgesetzt haben. Hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Klickt unten auf Abonnieren und schaltet die Glocke ein, damit ihr mitbekommt, wenn neue Videos rauskommen. In dem Fall sehen wir uns nächste Woche. Bis dann! Faust, lass mich treiben, hab keinen Bock auf Langeweile. Gönnermodus, ja, denn ich nehme mir Zeit auszubrechen. Hab das Gefühl, ich dreh mich im Kreis im Hamsterrad dieses Lebens. Doch ich mach ein Karussell draus. Was für Backpack, düst mir Jetpack in Weltraum. Bereist die Welt, denn ich will mehr sehen. Denn ich will Berge, Strände und das Meer sehen. Zum Grand Canyon und dem wilden West.